Es gibt gute und schlechte Nachrichten bei der Corona-Gang, aber schön der Reihe nach. Freitags werden Eier und Reis geliefert, naja, wie immer. Erfreulich ist, dass Rambo Palit wieder zum Dienst erscheint, um den Reissklaven die Arbeit zu erleichtern. Am Samstag tritt dann die Reis- und Eiercrew ihren Dienst an. Sie freuen sich, dass Tangma und Palit wieder präsent sind, um ihnen zur Hand zu gehen. Die beiden haben sich die Rückkehr zum Corona-Hilfsdienst hart erkämpft, aber aus Sicherheitsgründen nur zum nicht öffentlichen Teil. Bei der Verteilung müssen sie zur Vorsicht noch fernbleiben. Dafür sind sie aber heute voll dabei. Der Diener denkt an nichts Böses, aber dann explodiert die Bombe. Einer aus der Crew fehlt. Es ist Kiat, ein Coronero, der immer sehr eifrig dabei ist, egal ob beim Abfüllen, Transportieren oder bei der Ausgabe. Immer an vorderster Front, immer hilfreich und immer guter Laune. Der arme Kerl hat sich am gestrigen Abend mit dem Moped flachgelegt und arg verletzt. Seine Brust, ein Arm, die Schulter und vor allem der Kopf sind schwer mitgenommen. Schlauerweise ist er ohne Helm gefahren, dafür würde ich ihm am liebsten einen auf den Kopf hauen, aber der tut ihm auch so schon genug weh, also lasse ich es lieber. Kiat hat es zurzeit wirklich schwer. Er ist ein Sohn der vor 2 Wochen bei der Geburt gestorbenen Frau, hat gerade Mutter und ungeborene kleine Schwester verloren und jetzt der Unfall. Das ist ziemlich hart für ihn und auch für seinen Vater. Natürlich fahren wir sofort los, um nach ihm zu sehen. Er kommt dann mit Hilfe aus seiner Behausung gekrochen und setzt sich auf die Treppe. Aber er kann sich kaum aufrecht halten und kippt beinahe um, wird also wieder ins Bett komplimentiert und erstmal mit dem Notwendigsten versorgt. Dann bekommt die Reis- und Eiercrew Anweisungen, wie mit ihm umzugehen ist, wer sich wann um ihn kümmert und was in welchen Situationen zu tun ist. Krankenhaus ist im Moment nicht angesagt, weil sich dort Corona-Fälle häufen. Aber seine medizinische Versorgung muss natürlich gesichert sein. Anfallende Kosten werden von der Gang übernommen, um zu vermeiden, dass aus finanziellem Mangel wichtige Maßnahmen nicht wahrgenommen werden. Die Corona-Gang sorgt in Notfällen für ihre Mitglieder, sonst wäre sie ihren Namen ja nicht wert. Aber die Stimmung ist bei allen ziemlich gedrückt. Es nützt nichts, die Arbeit muss weitergehen. Also fleißig abfüllen und verstauen, Samstagabend die Rationen für die Seezigeuner verladen und am Sonntagmorgen verteilen. Aber das müssen wir nicht selber tun.
Am Abend nimmt dann die Routine ihren Lauf und die Essensverteilung läuft an. Business as usual. Oder droht schon wieder Ungemach? Oder haben sich die Regeln gerade wieder geändert? Wir atmen erstmal erleichtert auf. Es scheint alles im Lot zu sein. Na dann mal los. Die Ausgabe mit Pick-up-Ladefläche zur Straße und der Tisch für die Eier sind aufgebaut. Die Teilung des Weges ist mit Absperrungen markiert und die Coroneros armieren sich mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln. Die Ordner und Bürokraten haben ihre Utensilien am Eingang zur Nebenstraße aufgebaut und stehen parat. Und die Hungrigen sind auch schon bereit für den Wochenend-Corona-Reigen. Noch im Hellen wird mit der Ausgabe begonnen. Ein wenig nervig sind die zeitlich großen Abstände, die wir jetzt wegen Corona einhalten müssen. Aber Sicherheit geht vor. Also, schön Abstand halten, warten bis der Vordermann weg ist, Temperatur messen und Kinder, ihr wartet bitte bei den Ordnern, bis die Eltern ihre Ration abgeholt haben. Zwischendurch bringen die Ordnungskräfte immer mal Rationen zu Empfängern, die zu Fuß nicht gut unterwegs sind, an den Eingang der Nebenstraße, um diesen den Fußmarsch zu ersparen und um den Ablauf nicht zu unterbrechen. Langsam dämmert es und ziemlich schnell, wie in den Tropen üblich, ist es dann auch schon dunkel. Das hat aber keinen Einfluss auf die Ausgabe. Wenn wir ohne Einschränkung arbeiten können, dann funktioniert die Corona-Gang wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Rationen gehen über den Tisch und Behinderten und Schwachen wird von den Ordnungskräften geholfen. Die Vorräte schmelzen dahin und letztendlich nähert sich langsam das Ende.
Langsam werden Wegmarkierungen, Geräte und Tische abgebaut. Dann fährt der Wagen für die Immobilen rückwärts an die Ausgabe und wird für den nächsten Tag bestückt. Zwischendurch kommen immer noch ein paar Nachzügler ihre Ration abholen, aber es geht auf den wohlverdienten Feierabend zu. Am nächsten Morgen noch die Immobilien versorgen, alles fast Routine. Aber es gibt doch immer mal wieder etwas Schlimmes zu entdecken. Der arme Mann hier kann nur sitzen, nicht gehen oder sprechen und noch nicht mal eine Hand heben. Aber seine Augen sprechen Bände. Der nächste Fall ist noch schlimmer. Eine Frau und ihr seit Geburt körperlich und geistig schwerstbehindertes Kind. Sie wurde nach der Geburt von ihrem Mann verlassen. Der Junge schreit vor Angst bei jedem fremden Gesicht. Na Dino, dann mach dich mal davon. Als Abschluss sehen wir noch nach dem Rennfahrer Kiat. Wie es dem wohl gehen mag? Freudiges Ereignis. Der sieht heute schon viel besser aus als am Samstagvormittag. Seine Hautabschürfungen sind für einen echten Kerl kein Thema, blaue Flecken auch nicht. Die Beule und Abschürfungen an der Birne sind unter den Haaren verborgen und am Abschwellen. Nur die Rippen tun noch arg weh, aber das ist kein Grund zu jammern. Also fragen wir ihn, wie es ihm denn so geht. Hier seine Antwort. Übersetzt heißt das, am nächsten Wochenende bin ich wieder dabei. Im Laufe des Tages kommen noch ein paar Hungrige, um sich in der Villa Chaos ihre Verpflegung abzuholen, und der Montag ist dann auch schon fast vorbei.